Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum Red Rage Gaming Crew Channel. Ja, mit dem letzten Update wurde das Geldverdienen ein bisschen schwerer gemacht an Gran Turismo, deswegen zeige ich euch heute mal 2 Methoden, wie wir schnell an Kohle kommen, und nein, keine davon ist der PlayStation Store. Auf geht's! Boah, schon wieder ein kurzes neues Intro. Ich hoffe, das gefällt euch. Und wir werden jetzt mal unseren perfiden Plan umsetzen, möglichst schnell sehr viele Credits zu verdienen, so viel wie geht. Teil des Plans ist dieser perfide rote Flitzer, der abgeht wie Sau. Das Ding kostet leider 1 Mille, aber naja, das ist eine gute Investition für den Anfang. Gerade wenn man die Special Edition hat, hat man ja 1,6 Mille zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei dem Ding hier kriege ich so ein bisschen Knight Rider 2000 Vibes. Im Replay. Jo, wir werden jetzt mal ein bisschen weiterballern und ich zeige euch Methode 1 zum Geldverdienen. Wie gesagt, es ist nicht der PlayStation Store, das lassen wir mal schön sein. Wir gehen auf die Weltstrecken, haben den SRT Tomahawk S-Vision GT ausgewählt, ganz wichtig, die S-Version. So, dann gehen wir auf den Pan American Championship Meisterschaftsding und wählen dieses nette Teil hier aus. Ich habe nur Rennreifen drauf, ich hatte keine Kohle mehr, um da noch irgendwas zu investieren. Aber ich glaube, mit einem anderen Getriebe eingestellt, das Ding ist ja auf Standardeinstellungen, abgesehen von den Rennreifen, mit einer anderen Getriebeeinstellung könnte man das Ganze hier sogar noch schneller schaffen. Da seid ihr dran, ein bisschen Tuning, schreibt mir eure Tipps mal in die Kommentare, ich freue mich drauf. Jo, wir starten jetzt hier das erste Rennen, Blue Moon Bay, 6 Runden, einfach zu machen. Und mit diesem Monster hier geht das richtig ab. Das Teil ballert und das werden wir jetzt sehen. Ihr wisst ja, ich fahre gerne schnell. Wichtig ist bei dem Rennen, ihr dürft voll über Bande spielen, alles gut, haut den Lack weg, macht das ruhig, das gibt nämlich keinen Punktabzug und kein weniger Geld. Ihr dürft aber definitiv nicht andere Autos haben, weil wir wollen hier auf den fehlerfreien Fahrbonus hinaus und den gibt es halt nur, wenn man niemand anderen rammt. Das ist halt schon wichtig. Das heißt, wir fahren hier den Spaß, ich zeige euch erstmal die erste Runde in Normalgeschwindigkeit und spule gleich den Rest vor. Also, wie so ein bisschen Schleifen an der Bande in der ersten Kurve, völlig in Ordnung. Und das Ding geht ab wie zu nah, das ist irre. Über 400. Wichtig ist, rechten Stick, bei mir ist der Boost auf rechten Stick reindrücken, dann boostet das Ding. Ich glaube, über die Batterie irgendwas boostet es. Der Boost hält alle 6 Runden. Ihr könnt den Stick quasi gedrückt halten, den rechten. Und habt durchgehend so einen krassen Boost. Keine Ahnung, ob das der Zusatz Elektroantrieb ist, ob die Spoiler dann runtergehen bei dem Ding. Völlig abgefahren. Aber für die Millionen, die das Ding kostet, amortisiert sich das relativ schnell. Also es rechnet sich dann. Von daher, gute Investition für den Anfang. Hätte ich am liebsten direkt am Anfang gewusst, dann hätte ich mir auch meine Anfangs-Credits investiert. Jetzt habt ihr den Tipp, wenn ihr jetzt neu startet, dann wisst ihr es. Also, bitteschön dafür. So, hier in der Kurve auch schön. Einfach voll an die Bande. Scheißegal, macht gar nichts. Ich fahre eigentlich noch sauber, aber in dem Ding sind wir nur auf Effizienz aus. Wir geben nur Gas. 31 Sekunden für eine Runde. Mega geil. 38 für die erste. So, und jetzt hier spuren wir den ganzen Spaß ein bisschen vor. Ich bin hier ein bisschen rumgefahren. Du. So, hier eine Kreischen fahren. Ist ja auch nichts Dolles. Für Amerikaner wirklich eine anspruchsvolle Rennstrecke. Für uns jetzt nicht. Egal. Machen wir weiter. Das Ganze hier fährt sich relativ easy. Ihr müsst halt den anderen Autos ausweichen. Zwischendurch mal doch ein bisschen bremsen. Aber im Schnitt schafft er 30 bis 32 Sekunden pro Runde. So, wir fahren dann übers Ziel. Tada! Ach, das Ding ist schick in Rot. 3 Minuten 16 für 6 Runden. Absolute Burnerzeit. Und wir kriegen 52.500 Credits durch den Fehlerfrei-Bonus. Kinders. In 3,5 Minuten? Der Knaller. Rechnet das hoch auf 1 Stunde. Durch die kurzen Ladezeiten geht das voll klar. So, ich spreche mal kurz die Wiederholung hier fürs Replay. Wir gehen weiter zum nächsten Rennen. Und jetzt kommt der große Trick. Hahaha. Mein Genie hat sich was ausgedacht. Nein, der Schimpanse, der hier vor dem Rechner sitzt, kam auf die schlauste Idee, einfach die Meisterschaft zu verlassen. Ist dusselig, aber durch die kurzen Ladezeiten gehen wir jetzt einfach wieder auf den Pan American Cup und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Ja, ist letztlicher Grind, aber ist tatsächlich momentan die schnellste Methode, Geld zu verdienen in dem Spiel. Es gibt nichts anderes, was sich irgendwie rechnet. Das ist ein bisschen blöde und etwas langweilig, aber wenn ihr schnell Kohle haben wollt
ohne dafür echtes Geld auszugeben, denn die Pakete sind einfach krank teuer. Und da verstehe ich auch, dass das Spiel downgevotet wurde. So. Methode 2. Ich habe euch gesagt, wir machen 2 Methoden heute im Schnelldurchlauf. 5 Minuten für die erste, 5 Minuten für die zweite. So. Die ist ein bisschen spaßiger, die ist nicht ganz so langweilig, aber leider auch auf einer Rundstrecke. So. Dann gehen wir nämlich jetzt mal hier auf Daytona International Speedway. Und dann suchen wir uns hier das Pickup Truck Race raus. Ihr könnt das mit dem F150 Raptor oder dem Toyota Truck bestreiten. Die sind beide in der Grundausstattung nicht so teuer. Was ich natürlich gemacht habe als verrückter Typ. Ich habe das Ding auf volle Möhre gepimpt. Der hat jetzt irgendwie 724,52 Leistungspunkte. Völlig krank. 598 kW das Teil bei 1879 Kilo. Das sind meine Einstellungen. Ihr könnt euch die mal, ich lasse das jetzt mal ganz in Ruhe hier sacken. Dann könnt ihr euch den Bildschirm pausieren und das genauso einstellen, wenn ihr euer Auto genauso getuned haben wollt. Müsst ihr aber nicht. Man kann das Ding auch trotzdem gewinnen. Mir ging es nur darum, so schnell wie möglich in kürzester Zeit die meisten Credits. Am besten auch noch mit ein bisschen Spaß dabei. Ist tatsächlich nicht so leicht, weil es einfach nur Rundstrecken sind, aber es geht verdammt schnell. Also ist genau wie bei Gran Turismo Sport. Grinden wird irgendwie belohnt. Diese ganze Ökonomie des Spiels ist einfach im Arsch. Muss man einfach sagen. Und mit dem letzten Patch ist es noch schlimmer geworden. Vernünftig Geld für so ein 10-Mille-Auto zusammenzukriegen, da seid ihr ein paar Stunden dran. Und das ist mega nervig. Ich wünschte, es gäbe einen schnelleren Weg. Den gibt es aber momentan nicht. Ich hoffe, es kommt noch was mit zukünftigen DLCs. Der Cast hat da was angedeutet, der Chef von Gran Turismo, dass das so langfristig geplant ist und deswegen die Beiträge genervt haben. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema Kohle in Gran Turismo mal in die Kommentare. Denn bei Metacritic ist das Spiel deswegen jetzt neulich ganz schön abgestraft worden. Die Wertung für Benutzer ist bei 2,2 Punkten. Uiuiui. Und das nur, weil die Rennen genervt wurden. Die Leute sind sauer. Nachvollziehbar. So. Wir fahren jetzt hier ganz entspannt unser Ründchen mit ein bisschen Lachgas, weil das Spaß macht. Und ich finde, Lachen ist immer noch die beste Medizin. So. Also, Pedal to the Metal hier. Wir spacksschrauben das Gaspedal am Bodenblech fest. Fahren so im Schnitt 280 bis 290. Die Kiste könnte bis 299 hoch. Im Windschatten mit Lachgas schafft er sogar 300 noch was. Also 310 Maximum. Da ist dann aber auch wirklich Ende der Fahnenstange, weil das Getriebe so eingestellt ist, dass es bei 308 Schluss macht. Da kickt dann der Drehzahlbegrenzer rein. Ich spule jetzt mal für euch vor. Wir müssen uns nicht die ganzen vollen 5 Runden geben. Aber, blöpp. Spul, spul, spul. Fahr, fahr, fahr. Kurve, Kurve. Nochmal Kurve. Nochmal Kurve. Wieso gehen die alle in dieselbe Richtung? Stimmt, amerikanisches Rundstreckenoval. Naja. Wir fahren hier wieder möglichst ohne an andere Autos anzuecken und nicht die gelbe Linie auf der Innenseite überfahren. Ganz wichtig. Dann kriegt ihr einen sauberen Rennabschluss. Plopp. 45.000 Credits in knapp 4,5 Minuten. Ist gut zu machen, Leute. Und macht vor allen Dingen auch jetzt ein bisschen Spaß. Es ist ganz cool, es ist nicht so super schnell mit den Pickups. Und es ist lustig, den zu tun. So. Killers, das war's für heute. Ich sag mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Und zum Abschluss gibt es hier nochmal die schöne Lackierung vom King. Die könnt ihr euch schön auf meinem Profil bei Gran Turismo 7 anschauen. Leute, und wenn euch das hier gefallen hat, gibt es natürlich wie immer auf rechts einen Abo-Button und darunter einen Mehr-Videos-Button. Ich würde mich sehr freuen, euch hier wieder begrüßen zu dürfen und kann eigentlich nur noch sagen zum Abschluss: Fahrt vorsichtig und bis denn, euer Dan.